Hanf ist in. Das zeigt sich auch bei der großen Hanfmesse Cultiva, die dieses Wochenende in Vösendorf bei Wien stattfindet und von rund 10.000 Menschen besucht wird. Die meisten Menschen verbinden die Pflanze mit Suchtgift. Aber das Interesse an Cannabis in der Medizin wächst stetig. Kein Wunder, denn der wichtigste Wirkstoff, das Cannabidiol, kurz CBD genannt, macht nicht high und ist auch keine illegale Droge. Im Gegenteil, es gibt Hinweise, dass dieser Inhaltsstoff krampflösend, schmerzlindernd, entzündungshemmend und antidepressiv wirkt. Und neuere Studien zeigen sogar, dass CBD in hohen Dosen Krebszellen töten kann. Mehrere Gründe also, wieso Hanf heuer sogar zur österreichischen Arzneipflanze des Jahres gekürt wurde und auch in Österreich angebaut wird. Hier wachsen ganz spezielle Hanfpflanzen. Sie haben einen hohen Gehalt an CBD, neben dem psychoaktiven THC, der zweite Hauptwirkstoff von Cannabis. Für John Heidenreich bedeuten diese Pflanzen Hoffnung. Er ist vor 5 Jahren an Blasenkrebs erkrankt. Trotz 7 Operationen kam der Krebs wieder. Seit 2 Jahren nimmt der gebürtige Engländer jetzt ein Medikament mit reinem CBD, das aus solchen Hanfpflanzen gewonnen wird. Ich habe das nicht angenommen, als das ein Wundermittel ist, was Krebs tötet, sondern das hilft mit die Töten oder nicht Weiterverbreiten von Krebszellen. Und in meiner Lage, wie es damals war, ich hätte alles genommen. Alle paar Monate fährt John Heidenreich zur Kontrolle ins Klinikum Klagenfurt. Eine sehr starke Chemotherapie konnte den großen Tumor verkleinern. Jetzt bekommt der 54-Jährige nur noch eine neue Immuntherapie und reines CBD. Es gibt keine Studien bei Menschen, aber es gibt Studien bei Tieren, wo zeigt, dass CBD sehr positiv auf das Immunsystem wirkt und die Tumorprogression, also das Fortschreiten des Tumors, verhindert. John Heidenreich ist einer von rund 40 Schmerz- und Krebspatienten, die Rudolf Likar mit reinem CBD in Tropfen- oder Tablettenform behandelt. Die meisten bekommen eine sehr hohe Dosis, doch CBD hat so gut wie keine Nebenwirkungen. Denen, die wir jetzt mit CBD behandeln, denen geht es gut, auch von der Einstellung her, vom Immunsystem her. Und ich denke, das ist schon eine Auswirkung. Und wir haben aber nur einzelne Fälle. Also ich denke, jetzt eine Aussage zu treffen, es wird bei jedem wirken, ist zu früh. Wir müssen auch schauen, welcher Tumor spricht auf CBD an. Da sind wir eigentlich noch in der Forschung und in Slowenien wird auch Forschung gemacht. In Ljubljana untersuchen Forscherinnen, wer tatsächlich von Cannabis profitieren könnte. Denn bisherige Studien sind widersprüchlich. Nach Gehirntumoroperationen analysieren sie im Krebsgewebe die Cannabis-Rezeptoren und die Tumorgene. Wenn der Cannabis-Wirkstoff bei einer klinischen Studie wirkt, bei der anderen nicht, dann wurden vermutlich die Patienten gemäß ihrem Gensubtyp eingeteilt. Auch wenn Tumoren klinisch oder sogar histologisch gleich aussehen, unterscheiden sie sich in ihrem Erbgut. Und deshalb können sie auf ein Medikament unterschiedlich reagieren. Auch diese Zebrafische helfen, eine personalisierte Behandlung bei Gehirntumor zu finden. Aus ihren Eiern selektieren die Forscherinnen Embryonen und untersuchen sie. 2 mm ist so ein Embryo groß und sein Gehirn ist erstaunlicherweise dem des Menschen sehr ähnlich. Noch ein Vorteil der Winzlinge, sie sind durchsichtig. So können die Expertinnen leichter die Wirkung unterschiedlicher Cannabis-Medikamente auf die Ausbreitung der Tumoren beobachten. Wir wollen die Patienten unterteilen nach den Rezeptoren und den Subtypen ihrer Gene. Es gibt bei Hirntumoren 4 unterschiedliche Gensubtypen. Und dann werden wir sehen, welche Subtypen am besten ansprechen oder überhaupt nicht ansprechen. Und diese Erkenntnisse kann man dann in einer klinischen Studie umsetzen, die viel besser kontrollierbar und viel aussagekräftiger wird. Kontrolle beim Onkologen und eine gute Nachricht für John Heidenreich. Das ursprünglich 180 Kubikzentimeter große Krebsgeschwür ist auf ein Drittel geschrumpft. Und auch die Schmerzen sind fast weg. Ein Erfolg der Immuntherapie ergänzt mit CBD. Es ist in aller Munde, es wird viel diskutiert. Was ich mir wünschen würde, wären klar aufgesetzte Studien mit einem streng definierten Patientenkollektiv, wo ich sage, der Patient hat die und die Vortherapie erhalten und kommt in die Studie aufgrund dieser und dieser Kriterien. Und das wird verglichen gegen eine Vergleichspopulation, die eben dann das CBD nicht erhält. Das wäre ein klassischer Vergleich. Die 400 Milligramm CBD, die John täglich einnimmt, sind um ein Vielfaches höher dosiert als Hanföl aus der Villacher Hemtheke. In solchen Hanfshops werden CBD-Produkte verkauft, die nicht für Kranke bestimmt sind, sondern das Wohlbefinden fördern sollen.
Der Kampf ist nicht vorbei. Ich werde niemals aufhören, die CBD zu nehmen, weil das hilft gewaltig mit des Rest des Lebens. Die Mediziner machen ihre Arbeit mit der Immunologie und das CBD hilft mit alles anderes. Mit gesunder Ernährung, viel Bewegung in der Natur und regelmäßiger Meditation unterstützt John Heidenreich seinen Körper im Kampf gegen den Krebs. Er weiß, dass seine Tumorerkrankung nicht heilbar ist. Dank der modernen Immuntherapie und dem Hanfwirkstoff CBD ist der Tumor unter Kontrolle. Es geht nicht um immer positiv sein, das kann man nichts. Es geht um nicht negativ sein, das ist wichtig. Und ich tue alles, was ein Genuss im Leben bringt. Ich gehe Paragliden, Genau, so ist es. ich gehe Snowboarden, ich stehe auf die Bühne und singe mein Herz voll aus. Und ich nehme viel Zeit mit meinen Kindern zusammen. Das ist auch sehr wichtig. CBD ist kein Wundermittel, aber richtig eingesetzt kann es hilfreich sein. Die Forschung und die Erfahrungen von Patienten wie John Heidenreich werden zeigen, welche Kraft in dieser Heilpflanze wirklich steckt.